Willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Ja, wir sind mitten oder gegen Ende eher des Schooltrips. Letztes Mal gab es eine, faszinierende Situation, möchte ich behaupten, in der Bar. Aber naja, machen wir weiter, schauen, was uns diese Nacht noch so bringt. Anscheinend geht diese Nacht vorbei. Then, the third day of the school trip starts. Shopping district in front of the station. Hagakure Ramen. Oh man, this is really something! Hier hat man auch öfter mal gegessen, nicht wahr? This place serves the best ramen in town. When we were filming, a lot of times I came here instead of eating boxed lunches. You're not hungry? What happened last night? I don't remember much about it. Ja. Scheinbar tut er ja nur so, als ob das so gewesen wäre, um einmal sich rauszulassen. Weil es kann natürlich auch eine Riesensache sein mit Age Restriction und so weiter, dass sie da vielleicht spielerisch immer wieder darauf hinweisen mussten im Spiel, dass es nicht wirklich Alkohol ist, was sie getrunken haben. Aber das kann man so oder so sehen. Entweder er sieht das so, oder er sieht das so, dass es wirklich kein Alkohol getrunken wurde. So, was ja nur die offizielle Situation jetzt wäre. Und Yukiko und Riese eigentlich nur so ein bisschen, ja, sich gehen lassen haben, vielleicht. Oh, I think the two of us fell asleep quick. I heard it got pretty wild, though. I see. I don't remember at all. Ja. This flavor never changes. I couldn't come here too often because it's high in carbohydrates, so being able to eat as much as I want is like a dream. Ooh, this is delicious. It has an interesting taste that makes you hungry for more. See? Another bowl, please. Keep the noodles hard. I'll have the Hagakure bowl. The Hagakure bowl's a normal menu item now? Oh, I should have asked. Oh well, this is just as good. Hey, is it okay for you to be out in the open like this? Sure, no prob. See those signing boards? My autograph's up there too, but the cook doesn't give me a second glance. That's just how it is over here. Plus, I'm barely wearing any makeup. Oh, you're right. There's a lot of autographs on display. You know what I think? The reason they don't notice you is because this bear sticks out like a sore thumb. I guess if he wore that over here, he'll have to go home wearing it. Isn't it all steamy inside from the ramen? Huh? Where's my bowl? Die Teddy wahrscheinlich geschnappt. You didn't eat it, did you? You didn't finish, so... I was going to finish it! Hey, didn't you just order more a second ago? How many have you eaten? I don't know how to count. You little liar, give me that check. Let's see here. 1, 2, 10 bowls? Wo lässt er das? Yuki-chan's makes it 11. Alter. Aber mit Kopfhörern haut das richtig rein. I was going to finish mine. There. I'm sorry to interrupt, but it's close to the meeting time. Oh, already? I thought the trip was gonna be a bore, but now that it's over, I actually had a good time. Hey, let's buy a souvenir at the station. I bet Nanako-chan will be expecting one. Gute Idee. Ein T-Shirt, ein Mochi, eine Lampe. Ich weiß es nicht. Was soll sie mit einer Lampe? Mochi ist was zu essen, oder? Also das wäre auch schade, finde ich, weil dann ist es gleich weg. Sie hat schon mal ein T-Shirt bekommen, vor nicht allzu langer Zeit. Das fand sie eigentlich ganz toll. Und vom T-Shirt hat sie am längsten was und das trägt sie ja auch. Was sie mit der Lampe soll, weiß ich nicht. Wenn die cute wäre, okay, wir kaufen ein T-Shirt, komm. Alright, let's get going. Come on, Teddy, we're leaving. Yo. Hey,
Ted! Don't make me rub your fur the wrong way, you little... Dude! Hey, he ain't moving! Is he hibernating? Hey. Don't tell me. It's not because he's been in our world too long, is it? Are you serious? Teddy! My tummy's heavy. Leave it behind. I ate too much. Can't move. Someone carry me. I mustn't be late for our rendezvous. Please excuse me. Oh, Yukiko, wait for me! Hey, I really can't move. And I don't have the money for a return ticket. Farewell, Teddy. We shall leave you here, along with our memories of youth. You all headed to the rendezvous point to head back home. All the days of the school trip passed by safely. Tschüss, Teddy. Lebe wohl. Welcome home. Did you have fun? Ja. Ich hab dir auch was mitgebracht. Come with me next time, was okay, ja, okay. Ja komm, come with me next time ist das, was ich hören möchte. Das wäre auch ganz cool, sie mal mitzunehmen. Yep, for sure. I want to go to Destiny Sea, too. There's this roller coaster that goes whoosh into the water, and... Nanako is talking about it happily. You remember that you bought a souvenir for Nanako. Wow, thanks. Thanks. Damn it, das war kein gutes Geschenk. Nanako thanked you out of modesty, yeah. A failed present. Oh, hi, Dad. Ich hätte etwas Mochi nehmen sollen wahrscheinlich. Oh, you're back. We just missed each other, huh? Look, my big bro got me a souvenir. Hey, nice. Did you remember to thank him? Of course. Ja, aus Höflichkeit. Damn it. Da hinten ist wahrscheinlich der Mülleimer. I guess that came out of your own pocket. Thanks. You went to Tatsumi Port Island, yeah? I guess the city was no big deal for a guy like you. By the way, if the first years went along with you, Naoto Shirogane must have been there too. Ja, You talk to him much? ich versuch's. Ja, I guess so, yeah. He's mature for his age, but he's still a year younger than you. Try to make friends with him, will you? He's a cocky brat, but he's honest. The higher-ups are losing their patience with him. It doesn't matter if his argument holds water or not. At this rate, he won't accomplish anything but getting himself booted off the team. Adults can be a selfish bunch. Doji has a kind look in his eyes. Oh, sorry. You must be tired. Why don't you take a bath? Oh, but don't forget to take your stuff upstairs. Nanako, can you get the bath ready? Mist. Ich frage mich, was bei Lampe gewesen wäre, aber wahrscheinlich wäre das Mochi besser gewesen. Naja, egal. The school trip is over and it's a peaceful Sunday morning. Nothing of note happened while you were away. What should you do today? Teleshopping? Ja, letztes Mal war echt scheiße. Ich habe kaum Geld. Aber ich gucke natürlich trotzdem. Fuma Bondo. Eine neue Hallenwaffe. Oder 4 Fische.
Sind die 4 Fische wenigstens billig? Ich kaufe die Fische. Die sind recht billig. Die Kralle könnte gut sein, aber ich habe noch eine gute Kralle für ihn. Und ich würde lieber die Fische kaufen, weil dann muss ich jetzt nicht fischen gehen und kann trotzdem der Frau am Schrein vielleicht einen Fisch geben, die Katze nochmal füttern, weißt du? Und es ist relativ günstig. Das andere Ding ist extrem teuer und ich habe kaum Kohle. Gut. Dann speichern wir doch erstmal den Abschluss nochmal. Ja, das Geschenk, ich rede mich auf. Ich habe damals mit das Mochi genommen, das ist besser angekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist so 4 Jahre her, also keine Ahnung, ob das wirklich korrekte Erinnerung ist. Ernten sollte ich auf jeden Fall, ja. Okay. We've got. Wir haben nichts mehr von... Ja, bestimmt, ich wollte gucken, ob ich neue App-Plans kriege, ne? Aber bisher mal keine mehr da. Dann macht auch heute einfach wieder Cabbage. Habe ich ein paar verbraucht, ne? In letzter Zeit. Der Statusheiler. Come on. I'm the. Gut. Let's go out until evening. Oh, die Saatfrau ist da. Hast du vielleicht Eggplants? Ja, tatsächlich. Wow, dann kaufen wir sie. Gott, habe ich wenig Geld mittlerweile. Nur noch 30.000 insgesamt. Das ist nicht gut. Wir sind ziemlich arm momentan. Es würde fast Sinn machen, Dungeon Run zu machen, einfach nur um Geld zu verdienen. Aber das ist auch ein bisschen verschwendete Zeit. Ich kann bis zum Beach immer gehen, cool. Ich guck mal kurz, ob Adachi da ist. Wahrscheinlich nicht, ne. Gut. Dann gehen wir in die... wir gehen erstmal zur Flottplane. Ich kann den Fisch nochmal füttern. Nein, die Katze mit dem Fisch füttern, wollte ich sagen. Nicht den Fisch mit der Katze füttern, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, was für eine Quest du mir gegeben hast, ehrlich gesagt, aber bei der Quest ist so dermaßen dran. Ja, hier vorne ist auch der Rambo-Romori-Typ, wo ich immer noch nicht nachgeguckt habe, aber naja. Meow, meow. It seems that the cat still hungers, but you don't have any food to give, you need to come. Ach, das ist der Fisch. Ich hätte den Fisch noch gar nicht bekommen, ich trolle. Oh, ich bin so blöd. Fuchsquest können wir auch abgeben, aber wie gesagt, da warte ich auf den Regentag. Wir könnten mit Ski rumfahren, aber wir wissen ja mittlerweile, dieser Effekt davon ist für mich jetzt nicht so relevant. Okay, Mary ist da, das ist interessant. Riese ist da. Riese können wir steigen, ne? Wir gucken hier bei Kanji. Ich denke mal, bei Kanji können wir aktuell noch nicht wieder steigen, aber ich muss es halt wissen. Wenn Kanji da ist, das ist natürlich immer die Voraussetzung, aber er ist da, er ist da. Yo. Not ready to advance yet, okay. Gut, wir wissen Bescheid, dass wir vielleicht mit ihm abhängen sollten. Nachts. Dann würde ich sagen, nehmen wir Riese, weil bei Marie waren wir auf 8 schon, oder? Waren wir nicht ziemlich hoch bei ihr? Oder irre ich mich da? 8 schon, ja. Dann lass uns mal lieber gucken, dass wir Riese weiter nach vorne kriegen, weil Riese ist noch 5. Oh, Senpai. If you're free, let's go play. Ja. We walk Riese home after a trip to Okina City. I placed lots of special orders. Come with me next time when I go pick him up, senpai. I had tons of fun today. Not many people try to come up and talk. Maybe they already forgot who I am. Oh yeah, want some tofu to take home? I helped make them today. Wait right here.
Excuse me? Green-san, is it? Der Manager wieder. Sorry about the other day. I'm Minoru Inoue, Rise Kushikawa's former manager. I'm sorry to bother you, but could you give this to her? Inoue handed a letter. A fan letter came, you see? Gib sie doch selber. I don't think she'd take it from me, and Rise always did look forward to this girl's letters. In today's cult of personality, being popular carries its own problems. Your schedule fits together, minute by minute, like a jigsaw puzzle. Every day you are squeezed utterly dry. But even knowing that, I still want her to come back. She was genuinely brilliant, not only that, but she's strong enough to use her pain as a foundation. From what I could see, she's relying on you. So could you? Sorry senpai, but we're all sold out. Inoue-san? Quit pestering me. Wait, what did you say to senpai? I'm sorry, I'm leaving now. Goodbye. Gee. Hounding me even after I quit. He's practically a stalker. To think I trusted him, I feel betrayed. Yes, besorgt um dich. No. He just wants Reset back. The me he created. Rise is biting her lip. So, what did he come for? You told Rise why Inoue came and handed her the fan letter. Oh! This letter. She wrote again. I see, but he came all the way out here for this? This girl is a middle seal student. She writes to me all the time. I did this public service campaign once to stamp out bullying. She said it inspired her. She wrote that she wouldn't let bullies get her down, that she'd try to make friends. Ever since then, she wrote me letters. This happened to me today, I was able to say this, stuff like that. Seeing Reset work hard encourages me. It makes me feel like I can still hang in there. She doesn't really know how it works, huh? But still, every time I read her letters, I felt like Reset actually meant something. So whenever things got tough, I would read them over and over. Senpai, do you still have some free time? Für dich doch immer. Tatsuhime Shrine. Rise seems to be deep in thought after reading the fan letter. She's worried about me. Officially, I'm taking a break due to illness, so... Before I quit, there was talk about a part in a movie. She sounded like she was really looking forward to it. Please get well soon and come back, she says. I'm so glad you were here. I was scared to read it alone. I gave up on being Reset. I can't meet her expectations. Hast du Zweifel an deiner Entscheidung? I have no regrets. At least I think not. I mean, it was such a relief to quit, to go back to being a real me. Lisa has a lonely smile on her face. Anyway, Reset doesn't exist anymore. It's not just this girl. I disappoint lots of other people. The president of the company told me that over and over, and I knew already. I knew this was the path I chose, but... Maybe I'll just inherit the tofu shop. I am the shop's main attraction now. I bet I could make it thrive. Senpai, maybe we should really just do it. You know, what I was saying a while back. You could marry me once you graduated high school and the two of us could work at the tofu shop together. Doesn't that sound fun? How about it? Das kann ich jetzt nicht entscheiden, das ist auch so brutal. Das ist so, das ist eine Festlegerei. So. Ne, ich bin ehrlich, das kann man jetzt nicht entscheiden. Das ist einfach zu früh und es ist Blödsinn, solche Entscheidungen so früh zu treffen. Senpai, you're so cute. You're too honest, though. Well, I already knew that.
You're not interested in me. Das habe ich nicht gesagt. Easy is smiling a bit sadly. Das habe ich nicht gesagt. Thank you, Senpai, for being with me all of today. I feel a bit better. Yeah, I'm fine. I can contribute something. And it looks like there are still plenty of things only I can do. You can sense Risa's quiet will. You feel that you understand Risa even more. Ich hoffe, es war jetzt kein viel früher kommendes Entscheiden, weil es hätte nicht meine Absicht gewesen, aber ich bin jetzt einfach ehrlich gewesen. Das ist nämlich ganz Blödsinn in meinen Augen. Risa's determination in battle has been enhanced even further. She will now precisely identify enemies' weaknesses. When your option for attack include the enemy's weakness, Risa will inform you. Okay. Wird immer besser. Sorry for dragging you around all day. I'll let you go now. I'll see you later, Senpai. You walked Risa to her house and went home. You're back. I went shopping today. The fridge is full of food. Okay, ich könnte so ein Lunch machen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Ich könnte höchstens wieder... Ja gut, ich könnte auch Kanji zum Essen einladen. No, stimmt eigentlich. Chie könnte ich auch nochmal pushen, aber ich würde lieber Kanji pushen, weil bei Chie könnten wir schon weiter sein, als ich denke. Aber wir könnten für Kanji machen. Surprisingly, you have the ingredients to make shakin sushi. You just decided to make shakin sushi. You made this sushi rice. What will you wrap it with? Also wenn ich Wahl habe, würde ich einfach Eier nehmen, anstatt irgendwelche Blätter. Wrap the rice with a thin omelette coating. It came out perfectly. Looked delicious. Ja, ich hätte es auch so gemacht. Obtained golden shakin sushi. Das ist bestimmt nicht so Kanjis Ding, aber es wäre sicher eine Möglichkeit, ihn zu pushen. Lunch Break. Heute mit Kanji. Yasugami High Rooftop. You ate lunch with Kanji. You ate golden shakin sushi together. This stuff's awesome! My own mom can cook this well. Mind making my school lunches? Nee, danke. You feel that your relationship is going to become closer soon. Super, es hat jetzt für ihn gereicht, dass wir steigen können. Das war's wert. Astus Rhinus. I hope you all enjoyed the school trip. Don't you all feel just a bit more mature now that you've visited an urban area like that? Oh, by the way, that cute bear that Rinko had on the trip, it was really adorable. I get so tempted by animals with such unique designs. Speaking of bears, their friends, the pandas, are also really cute. Do you know what they used to be called in Japanese? They were called black and white bears, and divided color bears, a perfect description for how they look. They mix colors so exotic, yet so delightful. You need to do some exotic things to become adults anyway. You listen to the lecture intently. Ach, das hat man Knowledge Increased, okay. Ist aber gut, Knowledge Increased ist immer noch wichtig für uns. Ich würde gerne noch kurz aufs Dach gehen. Ich habe jetzt gerade nicht so viel auf geachtet, was die Wetterberichts für die nächste Zeit ansagen, ob da mal ein Regentag kommt. Stalkst du Pferde jetzt? Sieht nämlich ein bisschen so aus. Oh, that boy's here again. He must really want to see me. A younger boy, He's definitely out of my league though. Still, he's trying so hard that I almost feel sorry for him. Okay, viel Spaß euch. Wo will ich gerade eigentlich hin? Chia?
Ja doch, ich könnte mal gucken, ob Shia da ist, ob Shia schon steigen kann. Das macht Sinn. Yo! It seems Shia isn't busy. Isn't ready to advance yet, okay. Ich hab mich auch gewundert. Es wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern bei ihm. Aber wir kriegen das hin. Und, was wollte ich wirklich machen? Ich wollte wegen Wetter gucken, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Cool. Mittwoch haben wir einen Regentag. Perfekt, um die Quest abzugeben. Da kommen mehr Regentage, ne? Interessant. Musikclub wäre eine Option, ja, aber nee. Was ist mit dem Typen? Will er mittlerweile mal mit mir abhängen hier? Oh, Rin-san, did you need something? I want to talk with you. Again? You really are a strange person. The Student Health Association members, please report to the infirmary immediately. Student Health Association members, huh? Let's go. No thanks, I go on myself. We are bluntly refused. Hey, you're Rinkun, right? A teacher said you're filling in for an absent health committee member, so you have to go too. I told you, okay? You better go, or else I'll get suspended. You got dragged in again. I have to turn some notes, so I'll join you later. Just go on ahead. Apparently you are in the Student Health Association for another day. You hurried to the infirmary. Okay. Rinkun, you got called in again? You told them about how you were drafted into the Student Health Association. Really? Well, we are still low on members, so I'm grateful. I really wish they didn't call us in today. Heck, half the people here are saying they have dates or something. Plus, we have to take inventory? That's such bullshit, man. Konishi has it easy. I heard that he's exempt from homework. Is that true? What the hell? That's so unfair. Ach komm, Alter, die Klappe, ganz ehrlich. Ich meine, wie Konishi damit umgeht, ist eine andere Frage. Da kann man natürlich Kritik äußern, aber dieser Neid auf jemanden, der von Sachen ausgeschlossen wird oder ausgenommen wird, weil seine Schwester gestorben ist ja wohl absolut abartig. Everyone's talking about Saki Konishis brother. Mal kurz Pause machen, einen Moment. Gleich wieder da. So, sorry für die kleine Unterbrechung, für eine Sekunde, ich kann ja pausieren. So, jeder redet über Saki Konishis brother. Ja, wir tadeln sie auf jeden Fall, ne? Also, ich werde sie nicht ignorieren, ich werde schon meine Meinung geigen, ganz ehrlich. It's okay, I don't mind. Sorry, I didn't mean to kill the mood. Okay, back to work. You dealt with an awkward day's work at the Student Health Association. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich getadelt habe. Eigentlich habe ich ja Ihnen Vorwürfe gemacht, oder? Bin ich eigentlich von ausgegangen, dass das jetzt war. Saki Konishis brother is still there. Oder hier. Können wir mal seinen Namen erfahren? Seine ganze Person auf die Tatsache, was ihm passiert ist, zu reduzieren, ist eigentlich genau das Problem, oder? Hi. Hi. You didn't go home yet? I didn't want just to leave when everyone else was still working. I just felt like I... Oh, your sleeve has dirt on it. It was because of inventory, huh? I'm sorry, I was supposed to help with that. Use this. You were given a cute handkerchief. You know what? Never mind. I'll stay here a bit longer. So, goodbye. Ich schätze mal, das ist das für seine Schwester, ne? You parted ways with Saki Konishis brother and went home. Aber immer noch kein Social Link. Ich bin mir sicher, er war einer.
Good evening, and welcome to Nightline's special Night Watch report. A suspect in the murders in Inaba was safely arrested recently. But what few people know is that the mastermind who brought him to justice was a high school detective. Tonight's report will focus on this detective prince, Naoto Shirogane, whose handsome looks are sweeping the nation. Thanks for being on the show. No. The pleasure is all mine. Naoto's on TV. Oh, his uniform's the same as yours. First, congratulations to you and the police for your recent arrest of the culprit. It was well known that there were a lot of mysteries surrounding this case, and you did a great job clearing them up. I'd hesitate to say that the matter is cleared up as such. It's true that our suspect was behind Mr. Muraoka's unfortunate death. But when I cast my eye over the case as a whole, I detect a few things that seem out of place. Oh? Like what? Unfortunately, I cannot divulge details at this time, but this matter claimed the lives of 3 people. Hence, I believe even the smallest inconsistency must be investigated. Hui, das wird die Polizeileute, die sich da schon entschieden haben, den Fall so ein bisschen, glaube ich, abzuschließen, ziemlich ankotzen, glaube ich. Die waren eh schon ein bisschen genervt von Naoto, und wenn er jetzt hier im öffentlichen Fernsehen sagt, dass die Sache noch nicht ganz vorbei für ihn ist, das ist bestimmt nicht einfach jetzt. I see. I have to say, this is a surprise in light of the police's official statement. Now for our next segment, the Detective Prince's true identity, where Naoto-kun tells us a little bit about himself. Amazingly, the Detective Prince has solved a whopping 24 cases. 16 of them were... There's a detective at your school? When I'm older, I'm gonna go to your school too. Ich glaube, das ist recht nachvollziehbar, außer er zieht weg, oder? Ich glaube nicht, dass es hier so viele Schulen gibt in Hanako. The breezy evening passes. Hi, Senpai. Yo, Hey, did you see the show on TV last night? Naoto-kun was on. that thing about the detective prince solving the case? Come on, we're the ones who actually caught the killer. But the police were the ones who identified the suspect, and he was cooperating with them on it, right? So it's true that he helped solve the case. I'm kind of surprised, though. I didn't think he was the type to go after the spotlight like that. Good morning. I've been waiting for you all. There's something I needed to discuss with you regarding the case. Discuss? Dude, we'll be late if we talk too long. Hey, where's your uniform? Could you please indulge my current theory on the matter? What is it? First, as regards commonalities between the victims, all of them were kidnapped before they were murdered. The victims were all locals who had been the focus of recent media attention, becoming suddenly well known. That is the most likely scenario. I don't believe there's anything intrinsically unique about the victims themselves. Haven't you all come to the same conclusion? Ja, haben wir. Auch wenn es ein bisschen aus der Nase rausziehst dadurch, aber okay. Then allow me to state my point. Will you admit that a number of you fit these identical circumstances? There was a long interval between the second and third deaths in this case. But after I applied the aforementioned criteria, I discovered several similar disappearances had taken place. Yukiko Amagi, Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa. All of you disappeared shortly after being shown on TV. Either you escaped death somehow, or you faked your own disappearances in order to divert attention from yourselves.
Since some of you had ties to the victims, there came a point where I suspected one of you must be the culprit. You thought one of us was the killer? Oh, you can't be serious. This was a prior theory, since discarded. Putting together everything I've learned until this moment, I believe exactly the opposite. You aren't the culprits. You may, in fact, be the only ones with the means to pursue the true perpetrator. Seen as a joining of forces between the rescued, everything falls into place. Of course, this is all speculation. There is in fact a flaw in the theory. It doesn't account for the third incident, Mr. Muraoka's murder. He has never been broadcast on television, and neither did he ever disappear. We must also consider the condition of his corpse. The first two victims are still listed with an unknown cause of death. But Mr. Muraoka died of an easily identifiable blunt force trauma to the occipital cranium. The police have not satisfactorily resolved this discrepancy, yet they are desperate to close the case. Further action will be necessary to obtain some sort of decisive evidence. Further action? What do you mean? Well, whatever the outcome, the evidence should come to light. You said something interesting to me not long ago. Hey, where are you going? This is not a game for me either. Naoto-kun? Classes have ended for today. Naoto didn't come to school. Okay. Er hat ja schon sehr viel rausgefunden alleine, muss man mir lassen. Man bedenkt, dass er eigentlich nicht wie wir mittendrin steckt, sondern die Sachen von außen betrachten muss. Ich versuch's nochmal, wenn er wieder hier ist. Ja, okay, er ist wieder da, komm. Oh, Rin-san, is there something you want? You recall that you borrowed a handkerchief from him. Will you return the handkerchief and talk with him? Yes. Oh, this is... You could have just thrown that away. This was my sister's handkerchief, dachte ich mir. My mom put it in my bag by mistake. No one ever uses it anymore, so... I'm sure the handkerchief is glad to have been able to fulfill its duty. Thank you. Thank you. Ja, warum sag ich das nochmal? Sonst denke ich immer dran, das wegzulassen. He expressed his gratitude. Das hat wirklich sehr geholfen. No, it's okay. Oh, I'm Naoki Konishi. Okay, jetzt haben wir wieder einen Namen vernünftig bekommen. Naoki. Haben wir zwischendurch auch schon gehabt, aber sonst mal richtig uns vorgestellt. Das heißt, wir haben den Namen jetzt wieder stehen. I apologize for saying I hated you when I first met you. I was hurt. Ja, du scheinst generell echt ziemlich höflich zu sein, ne? Das war ungewöhnlich. I'm sorry. I always say one word too many. Naoki shrugs. You have become acquaintances with Saiki Konishi's younger brother, Naoki Konishi. Naoki is struggling to cope with his complicated situation. You feel a faint bond forming between you and Naoki. Hat schon wieder das hart das Falsche gesagt, scheinbar, aber okay. Und ja, er ist ein Social Media, genau. Und er war hängt. Und ich habe wirklich, als ich angefangen habe, mit ihm zu reden, ist mir wieder eingefallen, wie hängt ist. Ich wusste nämlich Ewigkeit nicht mehr, wer war nochmal hängt in diesem Spiel.
Wir hatten auch noch die Henk-Arkana. Ich habe es absolut vergessen. Jetzt ist es mir wieder ein bisschen eingefallen. Und deswegen schön, dass wir das auch freigeschaltet haben, zumindest. Man kann ihn leicht übersehen, ne? Weil er halt nicht gerade so offensichtlich hier rumsteht. Man wird ein bisschen darauf hingewiesen, dass der Charakter existiert, dadurch, dass man einmal gezwungen wird, zur Infamie zu gehen oder auch zu helfen. Das sieht man hier zum ersten Mal. Aber man kann ihn danach echt so ein bisschen übersehen hier am Fenster, ne? Aber ist ja auch völlig okay. Last time when I came to that meeting, I made everyone feel uneasy, right? After that I was officially fired from the association. They told me not to come to meetings anymore. Well, it's my own fault. Left behind again. If it's okay with you, maybe we can have fun together. I'm usually by our liquor store at the beginning of the week. I'm helping out there. Well, I'll be going. Goodbye. You parted ways with Naoki and went home. Left behind again, bezieht sich wahrscheinlich auf den Verlust seiner Schwester, ne? Ein bisschen das Gefühl vielleicht von ihr, Oh, welcome home, big bro. zurückgelassen worden zu sein. It's going to rain tomorrow. I was going to do laundry. Kannst du mal bitte wieder ein Ausrufezeichen haben? Na, also wirklich. Das habe ich extra meine Expression gelevelt, hast du jetzt ja keine Ausrufezeichen. Ist doch ärgerlich. So, was machen wir jetzt? Wir könnten Knowledge weiter pushen. Gardening. Ja, wir könnten Guarding machen, aber es würde dann nur ihn pushen. Dann können wir auch mit ihm abhängen. Das ist irrelevant dann, ja. Kurz überlegen, was mir lieber ist. Abhängen, um ihn zu... Auch wenn es dann sinnlos ist, weil ich besser beide zusammen pushen kann. Oder noch lieber Knowledge pushen. Ach komm, vielleicht schaffe ich ja den nächsten Step bei ihm zu schaffen, bevor ich mit ihr durch bin, wahrscheinlich, also mit dem nächsten Punkt durch bin. Aber wahrscheinlich ist das Blödsinn. Hey! Aber ich muss unbedingt, ich habe wahrscheinlich keinen Hierophanten, ne? Nee. Ja, wir haben ja gar keinen Hierophanten. Und fusionieren will ich jetzt nicht, weil ich habe nicht so viel Kohle. Also, ich müsste dafür Sachen aus Cohedium rausholen wahrscheinlich. Nee, dann pushen wir Knowledge, komm. Wir pushen einfach die Knowledge weiter. Schwere Entscheidungen immer wieder, aber ich glaube, das ist besser. Wir sind gerade gestiegen hier, das heißt, es wird ein bisschen dauern, aber wir brauchen immer den maximalen Rang. As you studied, you read a number of dictionary entries that piqued your interest. Okay, kriegen wir dreimal diesmal was, oder? Nice. Das hat sich gelohnt heute. Dreimal Knowledge. Sollte wohl einfach so sein. Und heute können wir die Fuchsquest abgeben. Aber wahrscheinlich speichern wir vorher, wenn wir eine Gelegenheit kriegen. Die Folge wird auch wieder relativ in eine gute Länge kommen, denke ich dadurch. You overhear students talking. Hey, did you see that show on TV? The one about the detective Prince's secret identity? Naoto-kun is so cool. Yeah, he really does have it going on, doesn't he? He's really young to be a detective too. He's so cute, but he has this aura of mystery about him. That's cool too. You think he'll be at school today? Ja, gestern war er nicht da. Er hat sich anscheinend irgendwie abgesetzt von der Schule, ne? Class defended for today. Naoto didn't come to school again. 2 Tage schon kein Auto hier. Seltsam, seltsam. Aber ich würde sagen, ich hoffe mir zu merken, dass ich nächstes Mal die Fuchsquest abgebe. Wir speichern jetzt und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Persona 4 Golden. Die Sache nimmt, glaube ich, wieder Fahrt auf, wie ihr wahrscheinlich auch schon spüren könnt. Mal schauen, was als nächstes passiert. Bye, bye.